Traurig aber wahr, Kleinwagen sind vom Aussterben bedroht. Dabei wären sie für viele ein Perfect Match. Sie sind günstig in der Anschaffung und meist auch sparsam. Simply clever eben. Ich habe euch heute deshalb den Škoda Fabia mitgebracht und am Ende des Videos wisst ihr, ob es ein Match made in heaven ist. Ich habe euch heute den Škoda Fabia in der 4. Generation mitgebracht. Die gibt es seit 2021 und das ist die aktuellste. Es gibt ihn in 4 Ausstattungsvarianten, startet bei Essence, dann kommt Selection, dann gibt es den Fabia Tour und die höchste Ausstattungsvariante ist die Monte Carlo und die habe ich euch heute mitgebracht. Die hat so ein paar spezielle Eigenheiten, die auch richtig schön sind, zum Beispiel ganz spezifische Stoßfänge, die sind breiter, aggressiver und auch die Lufteinlässe sind etwas größer. Viele schwarze Akzente, wie zum Beispiel hier der Kühlergrill, der sich dann dadurch etwas abhebt. Ich finde, das sieht immer schön sportlich aus. Mir persönlich gefällt das richtig gut. Wir haben auch hier LED-Scheinwerfer mit LED Crystal Light. Wenn wir das Sicht- und Plus-Paket nehmen, das ca. 990 € kostet, dann haben wir auch noch einen Fernlichtassistenten dabei und Regensensoren. Also alles, was das Herz begehrt für Licht und Sicht. Die Leichtmetallfelgen, die sind auch spezifisch bei Monte Carlo. Die gibt es in 17 und 18 Zoll. Und wenn wir uns jetzt mal die Abmessungen anschauen, dann ist es eben ein Kleinwagen. 4,11 Meter ist er lang, 1,95 Meter ist er breit, inklusive der Außenspiegel und 1,45 Meter hoch. Wenn wir uns seitlich anschauen, dann haben wir auch hier wieder diese schwarzen Akzente und zwar hier unten und auch das Dach. Die heben sich ein bisschen ab. Die Rückscheibe hier ist abgedunkelt und wirkt dadurch auch nochmal etwas eleganter, sportlicher. Monte Carlo ist natürlich eine Anspielung auf den Motorsport und deswegen dürfen sportliche Elemente wie ein Dachkantenspoiler nicht fehlen. Der ist auch wieder hier schwarz, um sich schön abzuheben vom Rest. Eine abgedunkelte Heckscheibe und den Škoda-Schriftzug, der auch eben schön prominent am Heck ist. Insgesamt wirkt das Heck sehr sportlich, auch dank dieser aggressiv geformten Rückleuchten. Falls du nicht immer weiter swipen willst, sondern endlich dein perfektes Match finden willst, dann lade dir jetzt die Autohero App runter. Die gibt es im Apple App Store oder im Google Play Store und dort findest du bestimmt das richtige Auto. Das Interieur dominiert durch Schwarz mit roten Akzenten, sieht dadurch natürlich sportlich aus. Die Tür, die ist ja dominiert durch Hartkunststoff, allerdings mit einer schönen Haptik, denn es gibt eine gewisse Struktur drinnen, dadurch wirkt das auch irgendwie alles ein bisschen wertiger. Für die Armablage ist es auch gepolstert, also auch für längere Strecken sehr angenehm, weil man seinen Ellbogen hier schön abstützen kann. Dann haben wir noch in der Tür diese roten Elemente und die ziehen sich dann auch beim Armaturenbrett. Da haben wir dann auch noch so ein bisschen Carbon-Applikationen bzw. Carbon-Optik-Applikationen natürlich und das Ganze wirkt dadurch sehr sportlich. Insgesamt ist es allerdings sehr aufgeräumt, schlicht. Ich finde, da ist jetzt nicht zu viel Unruhe drinnen und dadurch können diese roten Elemente schön zur Geltung kommen. Ich blicke hier auf ein 10,2 Zoll großes Kombi-Instrument. Auch das, finde ich, ist schön, modern und zeitgemäß und da kann ich mir alles Mögliche anzeigen lassen an Fahrdaten. Ja, das Sportlenkrad, das ist natürlich bei der Monte Carlo Edition das Besondere, würde ich sagen. Und das fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Es ist ein Multifunktionslenkrad und wirklich auch in der Haptik sehr angenehm und auch nicht zu dünn. Das heißt, ich finde einfach, man hat was in der Hand und mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben dann auch noch hier schön integriert im Armaturenbrett leicht aufgesetzt. Das Infotainment, das gibt es in 8 oder 9 Zoll und ist als Touch-Display dazu, aber später noch mal mehr. Finde ich, sieht aber auch eben in dieser schönen Armaturenbrettlandschaft sehr gut eingegliedert aus. Mein absolutes Highlight sind allerdings die Sportsitze. Die bieten wirklich einen sehr, sehr angenehmen Halt, vor allem auch einen Seitenhalt und sind trotzdem ja ganz gut gefedert. Also ich würde sagen, sie sind jetzt nicht zu hart und dennoch hat man das Gefühl, es gibt eine gewisse Sportlichkeit.
Ich gebe für die Optik 5 von 5 Sternen. Ich finde wirklich, allein außen gefällt es mir schon sehr gut. Es gibt sehr viele sportliche Akzente. Dieses Spiel mit den schwarzen Elementen gefällt mir immer sehr, sehr gut. Schwarzer Kühlergrill finde ich ist auch immer top. Und auch im Interieur muss ich sagen, Materialverarbeitung für das Preissegment ist wirklich sehr gut. Es wurde an den richtigen Stellen gespart und an den passenden Stellen investiert. Das Infotainment gibt es einmal in 8 und einmal in 9 Zoll. In der Basis haben wir das Infotainment-System Bolero und zwar mit 8 Zoll. Wir schauen uns mal an, wie das so aufgebaut ist. Ich bin jetzt hier im Home-Menü und es ist mittels Touch bedienbar. Auf der Seite haben wir natürlich dann die Menüpunkte nochmal, die man direkt ansteuern kann. Die sind aber auch mittels Touch. Ich gehe in das Home-Menü und allein der erste Test, das Swipen, das geht eigentlich einwandfrei und auch ohne Verzögerung. Das heißt, das ist schon mal positiv. Dann haben wir hier das Radio. So, genau, schalten wir mal kurz aus. Aber hier könnte man dann ja die verschiedenen Favoriten speichern. Man hat die Senderliste, also alles nichts Unbekanntes und wie man es gewohnt ist, auch schön intuitiv. Wir gehen zurück ins Menü, dann können wir unser Telefon mittels Bluetooth verbinden oder eben auch SmartLink. Das heißt, wir können unser Handy auch mit Android Auto oder Apple CarPlay verbinden. Die Fahrzeuginformationsdaten kann man sich dann hier anzeigen lassen. Ja, zum Verbrauch hat man hier noch einige Informationsdaten. Dann könnte man hier ins Setup gehen und dann auch noch andere Einstellungen vom Fahrzeug vornehmen. Licht, Scheibenwischer und ähnliches, Reifendruck, also was man alles rund ums Fahrzeug. Dann die Medien, das ist natürlich dann wieder selbsterklärend. Ich gehe noch kurz in die Fahrassistenz rein. Das ist ein bisschen ähnlich eben wie ja, man es vom VW-Konzern eben kennt mit den Piktogrammen, aber hier kann man dann nochmal in die Fahrassistenten reinklicken und diese dann aktivieren oder deaktivieren, ganz einfach mit diesem Häkchen. Ich finde, das ist auch irgendwie ja, ist schön intuitiv und vor allem ganz einfach dargestellt, aber man braucht da ja auch nicht großartig irgendwas Kompliziertes. Klang haben wir dann auch. Auch hier kann man einiges verstellen, was die Höhen und Tiefen angeht, die Position oder eben auch zur Lautstärke hat man hier wirklich einiges an Anpassungsmöglichkeiten, finde ich wirklich ganz gut. Dann gehen wir nochmal in die Klimaregelungen rein. Das ist jetzt hier, da war zum Beispiel eine kurze Verzögerung, wirklich minimal, ein paar Millisekunden, aber trotzdem. Hier kann man dann sehen, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen überwältigend aus, aber im Endeffekt ist es ganz einfach. Hier können wir einstellen, wie intensiv wir ja, die Lüftung haben wollen. Dann können wir hier nochmal einstellen, wie viel Grad es haben soll. Das kann man aber auch dann unten hier nochmal direkt anwählen, auch mit der Sitzheizung. Die lässt sich dann auch ganz einfach hier regeln. Es ist kalt draußen, also ich lasse sie mal lieber an. Genau, AirCare haben wir dann auch. Das kann man dann aktivieren oder deaktivieren. Haben wir jetzt einfach mal aktiviert und dann sieht es so aus. Ändert sich also nicht viel. Ich wische hier rum. Gut, mehr gibt es da auch nicht. Wir gehen zurück ins Menü und dann sehen wir haben hier nur mehr ja, Einstellungen eben zum Bildschirm, Uhrzeit, Sprache und auch irgendwie Helligkeit. All diese Sachen. Und das war's dann auch schon. Natürlich können wir diese Sachen dann auch nochmal hier mit den gesonderten Menüpunkten auf der Seite direkt anwählen. Aber ansonsten haben wir Drehregler. Das finde ich auch immer sehr gut, weil es macht es einfach. Es ist einfach und übersichtlich. Es gibt natürlich nicht 500.000 Funktionen hier drauf. Aber man hat das Nötigste und das Wichtigste, meiner Meinung nach. Ich gebe 4 von 5 Sternen. Es gibt einen Sternabzug, weil es jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass es eine kleine Verzögerung gibt. Aber prinzipiell funktioniert alles dann doch einwandfrei und es ist übersichtlich. Es hat alle Funktionen, die man braucht. Und daher für mich wohlverdiente 4 von 5 Sternen. Im Fond ist es dann wirklich, naja, nicht nur simply clever, sondern sehr simpel. Es gibt nämlich keinen Schnickschnack. Auch in der Tür ist alles Hartkunststoff. Das finde ich ein wenig schade, aber es ist auch irgendwo gerechtfertigt. Irgendwo musste man ja ein wenig sparen. Das Platzangebot, das ist allerdings ganz gut für einen Kleinwagen. Der Sitz ist jetzt hier auf meine Größe eingestellt, also auf 1,62 Meter. Und dann haben wir immer noch ja, genügend Platz hier nach vorne und auch die Kopffreiheit ist gar nicht so schlecht. Also da gehen sich wirklich 2 Fäuste aus. Und
muss ich sagen, für einen Kleinwagen überrascht mich das. Hätte ich ganz anders erwartet. Wir haben jetzt hier noch einen Sitz auf eine 1,80 Person eingestellt und auch da natürlich ist die Beinfreiheit ein wenig eingeschränkt, aber naja, man kann trotzdem noch dahinter Platz nehmen. Die Sitze, die sind recht komfortabel. Sie bieten jetzt nicht wahnsinnig viel Halt. Also es ist ein bisschen, ja, fast schon eben, würde ich sagen, hier hinten. Aber dennoch kann man ja ganz gut Platz nehmen und auch längere Strecken kann man vor allem, wenn man zu zweit hier hinten sitzt, problemlos absolvieren. Und zu dritt könnte es dann etwas eng werden, aber für kürzere Strecken geht es auf jeden Fall. Vor allem kann man sogar in der Mitte auch noch ja, die Kopfstützen verstellen. Also dieses kleine Detail, das haben sie sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Der Platz im Fond hat mich ja schon echt überrascht, deswegen bin ich mal gespannt, wie viel Platz der Kofferraum bietet. Und hier haben wir 380 Liter Ladevolumen. Das sind 70 Liter mehr als zum Beispiel im Ford Fiesta und 30 Liter mehr als im VW Polo. Also das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir dann die Rücksitze nach vorne klappen, haben wir sogar 1190 Liter Ladevolumen. Und das finde ich für einen Kleinwagen echt gut. Und wenn wir uns das so ansehen, ja, dann haben wir Platz für unsere Getränkekiste, aber die würde sich auch da schön, ja, ich glaube, so 2 oder 3 Mal vielleicht sogar ausgehen. Das heißt, das ist schon mal wirklich, ja, überraschend. Wir haben hier einen variablen Ladeboden. Ich habe den jetzt mal rausgenommen, damit man wirklich sieht, wie viel Platz hier es tatsächlich gibt. Und dann ist die Ladekante recht hoch. Wenn wir den Ladeboden drinnen haben, dann ist sie zwar weniger hoch, aber dennoch nicht eben. Und deswegen gibt es von mir 4 von 5 Sternen fürs Platzangebot. Ich möchte wissen, wie schnell kommt der Škoda Fabia von 0 auf 100 und deswegen stehe ich mit einem Fuß am Gas, mit dem anderen auf der Bremse und los geht's. Ja, ein bisschen Verzögerung, bis wir wirklich in die Gänge kommen, aber wir sind bei 70, 76, 80, 90 und 100 und das in 9,5 Sekunden. Ja, die 110 PS, ja, die kommen da so ein bisschen träge erst zum Schluss, aber man kommt ganz gut weg. 200 Newtonmeter Drehmoment und man merkt halt einfach so am Anfang so eine kleine Verzögerung. Ist jetzt nicht super dynamisch, aber ja, für Überholmanöver reicht es auf jeden Fall. Fun Fact, in Spanien gibt es tatsächlich 100 Exemplare einer Sonderedition vom Škoda Fabia, eine Rallye-Edition. Und die haben dann sogar 190 PS. Das fände ich auch mal spannend. Aber auch der hier in der 110 PS Variante ist wirklich zufriedenstellend. Und ja, könnte ein bisschen mehr Dynamik haben, aber deshalb hat auch Škoda mittlerweile den 110 PS Motor durch einen 115 PS Motor ersetzt. Unterwegs mit dem Škoda Fabia sind mir natürlich auf der Fahrt einige positive und einige negative Aspekte wieder aufgefallen. Die negativen Aspekte halten sich wirklich in Grenzen und ich glaube, ich war da sehr, sehr kritisch, aber ich möchte euch trotzdem nicht vorenthalten. Zum einen sind mir die Innenraumgeräusche ein wenig aufgefallen. Also es ist zwar grundsätzlich ganz gut gedämmt, aber trotzdem hört man die Windgeräusche vor allem ja bei der A-Säule ein wenig und vor allem in den höheren Geschwindigkeitsbereichen. Also wir haben bei 130 km/h dann ca. 70,6 Dezibel. Das heißt, das ist in Ordnung, aber das geht schon noch besser. Der zweite negative Aspekt, der mir aufgefallen ist, wir haben hier in der Basisausstattung eine ja, ganz gute Federung, die eigentlich ziemlich solide ist. Optional kann man ein Sportfahrwerk haben, das tiefer gelegt ist oder auch ein Fahrwerk mit erhöhter Bodenfreiheit. Alle Fahrwerke sind mit einer Verbundlenkerachse hinten. Das alles ist an sich ganz gut und dazu komme ich dann bei den positiven Aspekten. Aber natürlich, wenn man auf der Suche nach einem adaptiven Fahrwerk ist, mit ja, adaptiven Dämpfern, dann ja, sucht man hier vergebens, denn das gibt's beim Fabia nicht. Der dritte negative Aspekt bezieht sich auf ja, die Beschleunigung. Klar, der 1,0 TSI Dreizylinder ist jetzt kein Beschleunigungswunder, aber generell wirkt er ein bisschen träge und auch die Beschleunigung, da ist eine gewisse Verzögerung drin. Das DSG-Getriebe ist
auch etwas verzögert. Teilweise hat man das Gefühl, vor allem bei schnellen Gangwechseln ist da immer so ein bisschen eine Verzögerung drinnen. Das ist vor allem beim Anfahren oder wenn man überholen möchte auf der Autobahn ein wenig störend. Ist zwar Jammern auf hohem Niveau, es ist alles grundsolide und wie gesagt, ja, der Motor gibt es jetzt auch nicht her, da extrem schnell quasi zu rasen oder zu beschleunigen. Dennoch, ja, könnte da etwas mehr Dynamik drin sein. Kommen wir nun zu den positiven Aspekten und da kann ich viel euphorischer drüber sprechen, denn ich finde, ja, da gibt es auch einiges zu sagen. Zum einen die Lenkung. Die Lenkung ist wirklich schön leichtgängig und das ist halt vor allem für den Stadtverkehr wirklich super, weil man kann einfach sehr, sehr gut rangieren. Es braucht von Anschlag zu Anschlag ein bisschen mehr als 2,5 Umdrehungen. Es ist ein Kleinwagen, also natürlich ist er auch gemacht für den Stadtverkehr. Da ist die Lenkung ideal. Ja, wenn man dann auf der Autobahn ist und etwas mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs ist, dann wird die Lenkung ein bisschen unpräzise, aber das ist jetzt wirklich auch ja, sehr kritisch betrachtet. Der zweite positive Aspekt, der bezieht sich auf die Federung. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Ja, es gibt keine adaptiven Dämpfer, kein verstellbares Fahrwerk. Das heißt, wer das unbedingt haben möchte, der sucht vergeblichst danach hier im Fabia. Aber die Federung, ansonsten das Fahrwerk, das einfach schon in der Basisausstattung dabei ist, finde ich, ist wirklich grundsolide, federt sehr gut. Ja, Unebenheiten, vor allem auch jetzt, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Kopfsteinpflaster wird gut abgedämpft, auch Kanaldeckel. Und wenn man etwas schneller unterwegs ist, auch auf der Autobahn, hat man wirklich einen sehr, sehr hohen Fahrkomfort. Und das ist für die Fahrzeugklasse schon echt gut. Ein dritter sehr positiver Aspekt sind die Assistenzsysteme. Und zwar hat er in der Basis schon eine recht solide Ausstattung an Sicherheitsassistenzsystemen. Darunter sind zum Beispiel der Notbremsassistent mit Abstands- und Kollisionswarner. Dann haben wir einen Spurhalteassistenten, Personenerkennung, Müdigkeitswarner und einen Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempomat. Und wenn man dann optional sagt, man möchte ein bisschen mehr haben, dann kann man auch das Fahrassistenzpaket Plus nehmen. Das kostet optional 1.690 € on top und dann ist da noch ein aktiver Spurhalteassistent und ein Totwinkelwarner unter anderem. Also das kann ich auch nur empfehlen. Was auf jeden Fall auch immer sehr spannend ist, vor allem bei einem Kleinwagen, da geht man ja davon aus, dass er recht sparsam sein soll. Deshalb möchte ich kurz auf den Verbrauch ansprechen und der ist auch wirklich ganz gut. Also laut Datenblatt sind es 5,6 Liter pro 100 Kilometer. Tatsächlich sind es dann eher 6,2 jetzt gerade zum Beispiel. Es kommt natürlich komplett auf die Fahrweise drauf an. WLTP-Werte sind immer ein bisschen Richtwerte, aber an sich ist das auch trotzdem ein sehr guter Verbrauch, würde ich sagen, und total solide und ja, also ein sparsames Auto. Mein Fazit zum Fahrverhalten, also der Škoda Fabia hat mich wirklich total überzeugt. Auch die negativen Aspekte, muss ich persönlich sagen, haben mich überhaupt nicht großartig gestört. Ich wollte natürlich ein umfangreiches Fahrverhalten bewerten können, aber es ist halt wirklich einfach rundum ein solides Auto. Also das Fahrverhalten vor allem für den Kleinwagen ist richtig gut. Also die Dämpfer sind richtig gut. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich jetzt nicht unsicher oder dass da irgendwie was ins Wanken kommt. Man hat wirklich auch eine schöne Traktion auf der Straße, trotz recht kompakter Karosserie. Ja, ich habe alle möglichen Assistenzsysteme. Also es ist einfach ein wirklich gutes Auto, nicht nur für die Stadt, sondern tatsächlich auch für längere Strecken. Und das hat mich überrascht. Ich gebe daher fürs Fahrverhalten definitiv 5 von 5 Sternen. Ich verstehe gar nicht, warum Kleinwagen vorm Aussterben bedroht sind. Ich würde beim Škoda Fabia definitiv nach rechts swipen, denn ich denke, er ist für viele Leute das perfekte Match. Er hat echt viel Platz und es ist ein Irrglaube, dass man ihn nur in der Stadt fahren kann, denn sogar auf der Landstraße, da macht er eine gute Figur. Und das Ganze ja auch noch recht sparsam und zu einem günstigen Einstiegspreis. Er startet bei knapp
19.300 € neu in der Basis. Natürlich, umso höher man in den Ausstattungsvarianten nach oben geht, umso mehr nähert man sich den 30.000. Aber mein Testwagen hier, so wie er hier steht, in der höchsten Ausstattungsvariante, den gibt es auf Autohero für knapp 22.000 €. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf euer Perfect Match, den Skoda Fabia, dann schaut doch auf Autohero vorbei und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auch gerne den Kanal, um keines mehr zu verpassen.